Allah sagt im Koran: Dies ist ein segensreiches Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, auf das sie über seine Zeichen nachsinnen und auf das diejenigen, die Verstand besitzen, sich mahnen lassen. Hier befiehlt Allah seinen Dienern den Tadabbur statt einer bloßen oberflächlichen Lektüre. Was ist Tadabbur und warum ist es wichtig? Das ist, was wir heute wissen. Los geht's! In unserer heutigen Zeit, wo Hast und Geschwindigkeit herrschen, ist nach Sinnen des Korans zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, um unser Gleichgewicht im Leben wiederzuretten. Aber was bedeutet eigentlich Tadabbur? Tadabbur bedeutet sprachlich tiefes Nachdenken und Reflektieren. Ibn Kathir sagte in seinem Tafsir: Tadabbur ist die Hinwendung zu den Bedeutungen der Rede und ihren Hinweisen. Tadabbur al-Quran bedeutet einfach, wie man durch ein tiefes Verständnis Lehren aus den Versen ableiten kann. Sind Muslime wirklich befohlen, Tadabbur zu machen? Ja. Allah hat dies in mehreren Stellen explizit befohlen, wie in seinem Wort: Sinnen sie denn nicht über den Koran nach oder sind an ihren Herzen Schlösser? Dies verdeutlicht, dass das Unterlassen der Sinnerfassung auf verriegelte Herzen zurückzuführen ist, nicht auf die Verse selbst. Ebenso warnte er vor dem Lesen ohne Reflexion und befiehlt die Muslime, zu begreifen, nachzusinnen und nachzudenken. Allah sagt in mehreren Stellen im Koran, auf dass sie über seine Zeichen nachsinnen, auf dass sie nachdenken mögen. Er sagte auch, auf dass ihr begreifen möget. Was die Sunna betrifft, so sagte der Prophet: Lest den Koran, denn er wird am Tag der Auferstehung als Fürsprecher für seine Gefährten kommen. Diese Fürsprache gilt nur jenen, die ihn verinnerlicht und danach gehandelt haben, nicht bloß denjenigen, die ihn nur rezitieren. Auch jener Hadith, der sagt, es wird am jüngsten Tag zu dem Koranleser gesagt: Lies und steige empor in den Stufen des Paradieses und rezitiere wohlklingend, so wie du in der Welt bedächtig zu rezitieren bepflegtest. Denn dein Rang wird bei dem letzten Vers sein, den du liest. Gemeint ist hier derjenige, der die Verse des Korans begreift und demgemäß handelt, und nicht derjenige, der sie im Diesseits nur durch Blablabla gelesen oder auswendig gelernt hatte. Aber welche Nutzen und Vorteile kann Tadabbur für den Glauben haben? Tadabbur hat großartige spirituelle und glaubensbezogene Vorteile. Es ist der erste Schritt zur Stärkung des Glaubens, da er die Tore der Gewissheit öffnet. Der Koran beschreibt sich selbst als Rechtleitung für die Allahs Fürchtigen. Diese Rechtleitung kann nur durch Tadabbur erfasst werden. Wenn der Muslim zum Beispiel über den Vers der Thronbesteigung nachsinnt: Der Allerbarmer hat sich über dem Thron erhoben, wächst sein Glaube an die Eigenschaften Allahs ohne Verbildlichung oder Vermenschlichung, was ihn vor Zweifeln schützt. Zudem beseitigt Tadabbur Skepsis, zum Beispiel im Vers: Wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für die Verständigen, die Allahs gedenken im Stehen, Sitzen und auf ihren Seiten liegend und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. In diesem Vers verknüpft Allah die Reflexion über den Kosmos mit dem koranischen Tadabbur. Zu den weiteren Vorzügen gehören die Fürsprache am jüngsten Tag und das Erreichen der Demut, Khushua im Gebet. Imam al-Ghazali sagte in seinem Buch Ihya Ulumuddin: Tadabbur ist der Schlüssel zur Demut. Wer ohne Verständnis liest, dessen Herz bleibt tot. Derjenige, der Tadabbur macht, hat eine ausgewogene Persönlichkeit. Der Mensch lernt aus der Sure Yusuf zum Beispiel Geduld in widrigen Umständen und aus der Sure Al-Kahf Standhaftigkeit gegenüber Versuchungen. Imam al-Shafi'i sagte dazu: Wann immer ich den Koran las und darüber nachsann, wuchs meine Ehrfurcht vor ihm. Dies bringt eine Generation hervor, die nach dem Koran lebt und ihn nicht nur liest. Dies führt uns darüber zu wissen, welche große Wirkung der Koran auf den Muslim hat. Allah sagt im Koran: Hätten wir diesen Koran auf einen Berg hinabgesandt, hättest du ihn gewiss aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Stell dir die Wirkung auf einem Berg vor, der zu den festesten und härtesten leblosen Materien gehört. Wie verhält es sich dann mit der Wirkung auf dein Herz, das eines der schwächsten Organe ist? Der Vers fährt fort: Und diese Gleichnisse prägen wir für die Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. Wir haben jene gesehen, die vom Koran tief berührt wurden und nach ihm handelten, wodurch sie eine großartige Zivilisation errichteten.
In der Geschichte der islamischen Umma verinnerlichten die Gefährten des Propheten Sahaba den Koran, um ihn im täglichen Leben anzuwenden, was zu den großen Eröffnungen und zur kulturellen Blüte führte. Sie verstanden die höheren Absichten Maqasid hinter den Versen. Sie trugen den Koran zuerst in ihren Herzen, nicht bloß in ihren Händen oder Bibliotheken oder auf Regalen. Sie verwandelten die göttlichen Gebote in eine gelebte Realität voller Wissen und Würde, bis sie im Mittelalter die Welt anführten. Sie haben über Verse nachgesonnen wie: und sag, wirkt, Allah wird euer Werk sehen und auch sein Gesandter und die Gläubigen. So arbeiteten sie und strebten nach Perfektion, Ihsan, wodurch sie aufstiegen und aufbauten. So wie der Vers: Allah erhöht diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, um Rangstufen. Daraufhin widmeten sie sich leidenschaftlich dem Erwerb von Wissen und den Wissenschaften der früheren, bis sie in ihrem goldenen Zeitalter die Grundlagen für alle modernen Wissenschaften von heute legten. Auch der Vers: und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernet. Sie übersetzten die Wissenschaften anderer Völker und betrieben einen regen Wissensaustausch, nachdem sie zahlreiche Sprachen beherrschten, was maßgeblich zur Verbreitung des Rufes zum Islam Dawa beitrug. Und auch der Vers: und haltet alle fest am Seil Allahs und trennt euch nicht. Die islamische Geschichte erlebte daraufhin ein Kalifat, das zu den mächtigsten Staaten gehörte und dessen Grenzen im Osten bis nach China reichten. Sie spalteten sich erst dann, als sie begannen, diesem Vers in ihren Herzen keine Geltung mehr zu verschaffen. Also ihre Sinnerfassung des Korans war die Ursache für diesen rasanten Aufstieg. Darüber hinaus war der Tadabbur der Grund für die unerschütterliche Stärke ihres Glaubens und ihrer Aqida oder Glaubenslehre. Und du? Um Tadabbur zu erreichen, folge bitte diesen empfohlenen praktischen Schritten. 1. Absicht und Reinheit. Also beginne mal mit aufrichtiger Absicht, den Koran beim Lesen nachzusinnen. Das Nachdenken soll dein Ziel in deiner Koransitzung sein. 2. Wohlgeordnetes Rezitieren. Lies mal langsam, wie Allah es in der Sure Al-Qiyamah befohlen hat. Bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. 3. Zuverlässiger Tafsir lesen. Das hilft daneben zu wissen, worum es hier in diesem Vers oder in dieser Sure geht. 4. Bezug zur Realität. Reflektiere über die Geschichten im Koran und achte besonders auf die Beispiele, die Allah anführt. Frage dich mal, was ist die Lehre hier für mich? Was sagt mir dieser Vers? Was sagt mir diese Geschichte? Habe ich das einmal in meinem Leben erlebt? Was wäre, wenn ich dieses Geschehnis vom Propheten so und so erleben würde? Und so weiter. 5. Das Handeln. Setze das Verstandene um, denn diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die Gefährten des Paradiesgartens. Also achte doch mal auf das Gebot oder das Verbot, das der Vers beinhaltet, damit du zu jenen gehörst, die glauben und rechtschaffene Werke tun und nicht nur zu jenen, die lediglich glauben. Also, die Sinnerfassung des Korans ist kein Luxus, sondern eine Pflicht, die dein Herz belebt. In Zeiten der Versuchungen wie dieser Zeit ist sie deine stärkste Waffe. Verpflichte dich mal, täglich eine Seite mit Tadabbur zu lesen und zu den verständigen Ulul Albab zu gehören. Allah sagt, dies ist ein segensreiches Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, auf das sie über seine Zeichen nachsinnen.